Guten Tag, wir sind mitten im Winter hier am Starnberger See. Es ist der 9. Januar 2025 und es gibt Winterwildkräuter, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich habe sie jetzt vor 2 Stunden gepflückt, unten am See, und wir haben viele leckere Wildkräuter, die setze ich ein bei meiner Wildkräuter-Vitalkost-Therapie. Ich bin Arzt. Ich leite eine Ayurveda-Klinik hier in Feldafing am Starnberger See seit 35 Jahren. Ich mache auch Einzelmittel Homöopathie, funktionelle Stoffwechselmedizin, begleite auch Patienten mit schweren Erkrankungen mit Hilfe dieser Wildkräuter-Vitalkost-Therapie, die ich entwickelt habe vor ca. 25 Jahren. Und da spielen die Wildkräuter eine ganz wichtige Rolle, weil sie eine ganz wichtige Spende von Pflanzenstoffen sind, die es in Gemüse und selbst in Biogemüse nicht vorhanden sind, weil die alle so stark gezüchtet sind. Bei jeder Züchtung gehen diese Pflanzenstoffe verloren. Und wir brauchen die Pflanzenstoffe für unser Mikrobiom, die Darmflora, um die Darmbakterien fit zu machen. Wir brauchen sie auch, um unsere Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, zu beleben. Und die einzelnen Wildkräuter haben auch ihre eigenen Heilkräfte. Und wir fangen an mit Wildkräutern, die ich glaube, jeder kennt. Mein Nummer 1 sind die Brennnesseln, und ich habe schöne Triebe gefunden unten am See. Und ich habe Brennnessel für meinen Salat oder einen Smoothie, alles da. Dann gehen wir weiter. Spitzwegerich kennt auch jeder. Gute Eiweißspende, Omega-3-Fettsäuren und ganz viele hilfreiche Pflanzenstoffe und auch lösliche Ballaststoffe. Wir werden nachher dann eingehen in die speziellen Wirkungen von diesen Wildkräutern. Das fand ich cool. Natürlich, Löwenzahn darf auch nicht fehlen an einem kalten Wintertag. Das habe ich auch gepflückt irgendwo neben einem Stein. Also dieses Stein ist in der Sonne ein bisschen warm geworden, und dann kann dieser Löwenzahn auch überwintern. Trotz Schnee, wir hatten vor ein paar Tagen auch Schnee, und das ist ein bisschen weggeschmolzen, und die Wildkräuter sind da. Eine der besten Wildkräuter für den Winter, besonders winterhart, die wächst in ganz Deutschland, das ist der Nelkenwurz. Das ist eine wilde Rose, und mein Kräuterlehrer Sepp Ott hat mir erzählt, vor 50 und 60 Jahren hat man diese Pflanze ganz selten gefunden. Und eine ihrer heilkräftigen Wirkungen befasst sich mit Gefäßen. Also wenn jemand Arteriosklerose, Gefäßverkalkung oder Gedächtnisschwäche, und es geht schon in Richtung Neurodegeneration, Alzheimer, Demenz. Bevor man gaga wird, sollte man an Nelkenwurz denken. Ich zitiere mein Wildkräuterlehrer. Und heute wächst die Pflanze überall. Was will die Natur uns sagen? Hello? Und er wächst auch, es kann minus 10 Grad sein. Ich finde immer Nelkenwurz im Winter. Und das ist eine coole Pflanze. Und in der Homöopathie, also ich mache seit über 40 Jahren Einzelmittel Homöopathie. Und Nelkenwurz geben wir bei Beziehungskonflikte. Wenn Beziehungen auseinandergehen, das ist ein großes Thema. Also diese ganze Familie der Rosaceae, also die Rosenfamilie, da gibt es, wir haben über 40, 50 Arzneimittel, die setzen wir auch ein bei Beziehungskonflikten. Also das zum Thema Nelkenwurz. Dann eine meiner Lieblingskräuter
Wildpflanzen ist die Vogelmiere. Und die fängt sogar an, ein bisschen zu blühen. Die hat so weiße Sternenblüten. Interessant bei Vogelmiere, sie enthält wenig Bitterstoffe. Die schmeckt wie Frühlingserbsen. Die hat irgendwas Blumiges und ist sehr gut für Salate. Und also nicht alle Wildkräuter sind so krass bitter, sondern das ist mehr lieblich. Und also sehr gut zu finden, überall wächst, auch in Gartenanlagen. Dann, ich habe sogar eine blühende Pflanze heute, weil es ist ein bisschen wärmer geworden. Wir hatten Sonne, es war Föhn hier am Starnberger See. Blühende Gänseblümchen. Und die Blätter, die Blüten kann man essen. Und man kann die mit einer Schere abschneiden. Also ich versuche, die Pflanze nicht zu verletzen. Und das ist ein Heilkraut, zum Beispiel bei Operationen, nach Operationen. Neben Arnika ist Bellus perennis, wird auch in der Homöopathie eingesetzt nach zum Beispiel Operationen. Und es ist auch so ein Seelenmittel, also bei traumatischen Ereignissen nach Ignatia oder Natrium Radicum kann man auch an Bellus perennis denken. Also bei seelischen Verletzungen. Auch ein interessantes Mittel, aber auch sehr gut für Salate. Und dann wollte ich euch Storchenschnabelkraut, das hat man sogar bei Schwangeren früher, die alte deutsche Heilkunde hat die Schnabelkraut als Geburtsvorbereitung gegeben. Und die kann man tatsächlich in Salate verwenden. Es hat ein bisschen eigenen Geschmack. Vielleicht, ich möchte keine Anfänger jetzt damit überfordern. Ich würde das nicht ich würde das eher meine Fortgeschrittenen empfehlen. Es hat einen eigenen Geschmack, aber sehr heilkräftig und man kann auch einen Tee machen daraus. Und ganz zum Schluss möchte ich euch was Toxisches zeigen. Das ist Schollkraut. Warzenkraut, um die Warzen zu entfernen, äußerlich. Kein Problem, man kann das verwenden. Es hat einen großen Ruf, um Warzen zu vertreiben, aber es ist auch ein Lebermittel. Es wird ganz groß in der Homöopathie eingesetzt bei Leber-Gallenerkrankungen, Gallensteine, gestaute Gallenfluss. Also wenn man so Schmerzen im oberen, in der Lebergegend, die ziehen nach hinten auf der rechten Seite, es ist mehr rechtzeitig. Also genießt einen großen Ruf in der Homöopathie. Und ich würde das allerdings nicht empfehlen, in den Salat zu essen, weil es könnte vielleicht Bauchschmerzen, Brechreiz auslösen. Früher in der deutschen Heilkunde hat man vielleicht so ein kleines Blättchen zu einem heißen Tee dazugegeben und einfach diese Tee eine bittere Note gegeben. Aber das würde ich jetzt für Anfänger nicht empfehlen. Das ist die alte deutsche Naturheilkunde. Gut. Ich bin total geflasht, dass ich so schöne Wildkräuter gefunden habe. Wir waren total verschneit hier letzte Woche. Und da sieht man, wie schnell die Natur erwacht. Ein bisschen Sonne, es war ein bisschen warm jetzt, gestern ein bisschen warm, heute. Und schon wacht die Natur auf. Ja, was sind die einzelnen Wirkungen oder die naturheilkundliche Indikationen für diese Wildkräuter? Bei Brennnesseln, wir haben Blutarmut, also Anämie. Das stärkt das Blut, die Blutbildung wird gestärkt. Oder auch nach Blutungen, Blutverlust. Bei Prostatabeschwerden ein Top-Mittel. Bei rheumatischen Beschwerden, bei Arthrosen, Gelenkbeschwerden, bei Hautleiden, bei Gicht ein tolles Mittel, weil wenn Sie regelmäßig Brennnesseln als Smoothie, Sie können es in Salat
auch eingeben, aber Sie müssen, damit es nicht brennt für den Salat, Sie müssen es platt machen mit Nudelholz und dann brennt es nicht. Aber ich würde das zum Beispiel als Smoothie, hat sich jetzt sehr gut bewährt, einfach um Harnsäure auszuscheiden. Tolles Mittel für die Milchbildung bei stillenden Frauen, super Mittel. Bei Haarausfall mein Top-Wildpflanze gegen Haarausfall. Zusammen bestens in Verbindung mit organischen Spurenelementen, da gibt es ein Konzentrat mit 70 Spurenelemente, die kann man auch dazu nehmen, plus eine jodhaltige Lösung, die heißt Lugolsche Lösung. Das werde ich in einem meiner nächsten YouTubes, würde ich ein bisschen was erzählen, wie wichtig Jod ist für die Haare. Ja, das ist zum Thema Brennnessel, meine absolute Nummer 1. Dann kommt Spitzwegerich. Sehr gut Blase, auch bei Nierensteine, auch bei Leber-Stoffwechselerkrankungen, vielleicht Leberzirrhose oder Fettleber. In Amerika, und ich denke in Deutschland ist es fast ähnlich, ungefähr ab 40% aller Erwachsenen leiden unter Fettleber. Und deswegen brauchen wir diese Wildkräuter mit den Bitterstoffen. Da habe ich ganz tolle Verläufe gesehen. Und wir haben nicht nur Probleme mit Fettleber, sondern auch Verfettung der Bauchspeicheldrüse. Und das kann auch Diabetes begünstigen. Das heißt, diese Bitterstoffe sind wichtig. Spitzwegerich für den Salat oder Smoothie oder man kann es auch entsaften. Nelkenwurz haben wir schon besprochen, auch bei Gastritis, bei Magenentzündung, Hämorrhoiden, auch bei Galleleber, bei Nervenstärkung, das ist dieses Thema. Wir möchten messerscharf sein, auch im Alter. Ich werde 68 heuer. Ich muss auch messerscharf, Gedächtnis. Das sind wichtige Themen für mich, damit ich möchte weiterarbeiten. Ich muss fit sein, geistig fit. Deswegen meine hohe Wertschätzung für Nelkenwurz, die esse ich wirklich fast jeden Tag. Das ganze Jahr wächst diese Pflanze. Das ist eine ganz winterharte Pflanze. Es gibt keine Pflanze, die so viel Heilkraft hat, die Kälte, die Eiseskälte trotzen kann. Das kann nur Nelkenwurz. Was interessant ist, Nelkenwurz kann auch pathologische Keime im Darm wegräumen. Und wir haben dieses Thema mit SIBO. Das ist eine Überwucherung von pathologischen Bakterien und auch Pilzen und auch Schlacken in den Dünndarm. Und das haben viele, viele Menschen. Candida-Pilz im Dünndarm. Und das ist auch, man kann das auch diagnostizieren. Und hier helfen die Wildkräuter, die spielen eine wichtige Rolle bei der Therapie, wenn ich solche Patienten in meiner Praxis sehe. Gut, wir machen weiter. Ja, Vogelmiere, auch diese liebliche Pflanze für Salate, bei Bronchitis, bei Husten. Die braucht man jetzt, viele brauchen es. Ich sehe fast jeden Tag Patienten mit Bronchitis, Katarrh und dieses Gefühl, die kriegen den Schleim nicht aus ihrer Lunge. Blutreinigend sind eigentlich alle Wildkräuter, aber auch Vogelmiere darf man nicht unterschätzen, auch gegen Blähungen. Ja, das ist eine coole Sache bei Katarrh, nicht auch bei Nebenhöhlenentzündungen. Storchenschnabelkraut, also nicht nur bei Schwangeren als Geburtsvorbereitung, sondern auch Magen-Darm, entzündliche Erkrankungen und bei Gelbsucht, also das ist praktisch, hat eine Leberkomponente
Und auch bei Fisteln, also es gibt Enddarmfisteln, also Fisteln sind kleine Löcher in den Darm, die nach außen praktisch Eiter oder Flüssigkeit ausleiten. Auch bei Fisteln kann man das einsetzen. Dann sind wir bei Gänseblümchen, bei den Luftwegen, bei Verstopfungstendenz, bei Menstruationsbeschwerden, bei Blasenleiden und dieses Trauma der Seele. Nicht? Und ja, das finde ich cool. Also wenn Sie interessiert sind im Frühjahr, ab April und Juni, vielleicht im August, wir werden eine Wildkräuter-Seminar mit Wildkräuter-Spaziergang und dann werden wir vielleicht 30 Wildkräuter sehen, nicht nur 7. Und ja, es lohnt sich, damit sich mit den Wildkräutern zu beschäftigen. Wie gesagt, ein wichtiger Teil meiner Therapie. Ich habe jetzt ein Wildkräuter-Vitalkost-Therapiebuch geschrieben, wo es geht um Sprossenfermentsäfte, Wildkräuter, Smoothies, Säfte und Sprossenfermentsäfte, auch um Kaffeeeinläufe, also vieles von der Gersentherapie. Das ist eigentlich eine weitere Entwicklung von der Gersentherapie. Und ich arbeite mit dieser Methode seit über fast 25 Jahren und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, ich freue mich auf Ihre Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal.